Es freut mich, hier heute zu sein. Ich wünsche, dass ihr könnt auch hier sein, aber es ist zurzeit noch nicht möglich. Ich hoffe, dass ihr alle gesund seid in der jetzigen Zeit. Heute, wir sind in Matthäus 5. Wir werden die ersten 3 Versen lesen. Matthäus 5, Vers 1 bis 3. Als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg, und als er sich setzte, traten seine Jünger zu ihm, und er tat seinen Mund auf zu seiner Rede, lehrte sie und sprach: Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Das Thema für heute ist etwas, was ist sehr wichtig, als wir gehen durch den Bergpredigt in Matthäus 5, 6 und 7. Es ist sehr wichtig, dass wir verstehen den Zusammenhang und die Situation, wozu Jesus überhaupt dieses Rede gibt. Und wir haben schon in den vorherigen Stellen ein paar Mal gelesen, Versen, wo es steht, etwas über Gottes Reich. Was wir heute machen werden, ist viel mehr sagen über Gottes Reich und was es für eine Bedeutung hat in den Bergpredigt. Zu Anfang, wir brauchen ein paar Erklärungen. Erstens, das Reich Gottes und das Reich der Himmel ist dasselbe. In Vers 3 es steht, denn ihre ist das Reich der Himmel. Matthäus nutzt Reich der Himmel sehr häufig, aber auch manchmal nutzt er das Reich Gottes. Markus Evangelium und die anderen Evangelien nutzt immer Reich Gottes. Und manchmal, entweder Matthäus oder die anderen, sagt einfach das Reich und sagt dann nicht, ob es ist vom Himmel oder das Reich Gottes. Der Grund, warum Matthäus nutzt Himmel, hat zu tun mit den Israeliten, weil die haben auf Hebräisch das Wort für Gott auf Hebräisch nicht verwendet. Und Matthäus, wir glauben, hat zu Anfang sein Evangelium auf Hebräisch geschrieben. Und so statt das Wort Gott zu nutzen, hat er zumeist gesagt, das Reich des Himmels. Aber das Bedeutung zwischen die ist genau das Gleiche. Es gibt keinen Unterschied zwischen Gottes Reich und das Reich der Himmel. Zweitens, das Reich Gottes bedeutet die Regierung Gottes. Und wenn wir gehen durch den Alten Testament, wir finden mehrere Stellen, und wir werden keine von denen heute lesen, aber wir finden mehrere Stellen, wo es ist erklärt, dass Gott regiert. Also auf Himmel, auch auf Erde, er regiert über alles. Und so, wenn wir reden über das Reich Gottes, das bedeutet die Regierung Gottes. 1. Korinther 4 und Vers 20, Paulus sagt uns ein bisschen über das Reich Gottes. Er sagt, denn das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Denn Gott regiert in seinem Reich. Eine andere Stelle im Neuen Testament, wo wir finden das Reich Gottes, ist in Offenbarung 12 und Vers 10. Und in dieser Stelle, wir werden auch sehen, dass Gott regiert in seinem Reich. Es steht, und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus. Denn hinabgestürzt wurde der Verklager unserer Brüder, der sie von unserem Gott verklagte, Tag und Nacht.
Also es ist Gottes Reich und Gott regiert in seinem Reich, aber er hat auch eine Herrschaft gegeben zu Jesus Christus, sodass Jesus Christus regiert auch in den Reich für eine bestimmte Zeit. Und wir werden mehr sagen, also wir gehen weiter in Matthäus, wenn wir kommen zu den Gleichnissen über das Reich Gottes oder das Reich des Himmels. Da wir werden mehr sagen können über den Reich und was es alles bedeutet. Für heute, wir brauchen nur zu wissen, dass es bedeutet die Regierung Gottes. Dann zunächst, das Reich Gottes hat mehrere Aspekte. Also der äußerste Aspekt ist die souveräne Herrschaft Gottes über die gesamte Schöpfung. Und das ist, was wir finden im Alten Testament, wenn wir lesen vom Gottesreich, dass Gott regiert. Er regiert über die ganze Schöpfung. Dann es gibt einen anderen Aspekt und das ist der geistige Aspekt. Und das ist die souveräne Herrschaft Gottes über das Herz und das Leben seiner Untertanen. Zum Beispiel alle gläubige Menschen, die gehören zu der Gemeinde, die sind Untertanen. Und so der souveräne Herrschaft Gottes über unser Herz und unser Leben, das ist ein anderer Aspekt vom Gottesreich. Dann es gibt auch einen historischen Aspekt. Der historische Aspekt ist die souveräne Herrschaft Gottes über Israel. Und das finden wir auch besonders im Alten Testament. Dass Gott ist Herr über Israel. Und so manchmal in der Bibel, wenn wir lesen vom Gottesreich, wir denken an Israel. Und dann es gibt der Geheimnisaspekt. Und das ist die souveräne Herrschaft Gottes in seiner Gemeinde. Und da wir denken viel mehr natürlich an den Neuen Testament, als die Gemeinde Jesus Christi ist ein Geheimnis, was im Alten Testament und ist offenbart im Neuen Testament. So es gibt ein Geheimnisaspekt von dem Reich. Und dann es gibt auch der eschatologische Aspekt. Und das ist das 1000-Jahr-Reich Christi auf Erden. Und das ist in der Zukunft. Und sehr oft im Neuen Testament, wenn wir lesen über Gottes Reich, die Leute, die stellen Fragen über Gottes Reich, denken an diesen eschatologischen Aspekt, also der zukünftige Aspekt von dem Reich, wenn ein Reich wird hier auf Erde geben für 1000 Jahre. Und das finden wir auch in dem Alten Testament. Und dann es gibt zunächst der ewige Aspekt, und das ist die souveräne Herrschaft Gottes über sein erlöstes Universum, einschließlich eines neuen Himmels und einer neuen Erde. Und so Gott ist Herr in alle diese verschiedenen Aspekte. Und er ist souverän über diese Sachen und er regiert über das alles. So die Frage, was wichtig zu antworten ist, wenn wir lesen viermal innerhalb der Bergpredigt etwas vom Gottesreich. Wir sollen wissen, dass alle Aspekte des Königreiches ist im Blick hier. Also es gilt für alle diese Aspekte. Denn wir haben hier ein Predigt, was enthält, man könnte so sagen, Regeln, für wie man leben soll im Gottesreich. Zunächst, das Evangelium vom Reich Gottes manifestiert sich in der Person des Königs. Wir haben schon gesehen in Matthäus 3 und Vers 2, dass als Johannes gekommen war, er hat gesagt, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nah
herbeigekommen. Also, wieso kann man sagen, es war nah herbeigekommen? Weil der König des Reichs war da. Wir finden dann in Markus Evangelium, Markus 1 und Vers 14 bis 15, wir finden da, dass es steht etwas über das Evangelium vom Reich Gottes. Und da steht, nachdem aber Johannes gefangen genommen worden war, kam Jesus nach Galiläa und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nah, tut Buße und glaubt an das Evangelium. So, das Evangelium vom Reich, das hat zu tun mit Jesus Christus, der König, der ist da. Und so, das ist das Evangelium. Lukas 4 und Vers 43 bis 44 steht, er aber sprach zu ihnen, es muss auch den anderen Städten das Evangelium vom Reich Gottes verkündigen, denn dazu bin ich gesandt, und er verkündigt in den Synagogen von Galiläa. Und dann auch in Johannes Evangelium, Johannes 3 bis 5. So, also in alle 4 Evangelien, wir finden etwas über das Evangelium vom Reich Gottes. Und in Johannes Evangelium ist es ein bisschen anders, denn es ist eine Situation, wo er redet mit einer bestimmten Person über wie man in das Reich hineingeht. Es war Nikodemus, der zu ihm gekommen war, und es steht in Vers 3, Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. So wir sehen, dass so wie Johannes Jesus immer verkündigt das Evangelium vom Reich Gottes. Er hat nicht eine andere Botschaft verkündigt, sondern nur das Evangelium vom Reich Gottes. So dann die Frage wird dann natürlich kommen, war das Evangelium anderes, nach Jesus gekreuzigt wurde? Und der Antwort da ist nein. Apostelgeschichte 8 und Vers 12. Es steht, als sie aber den Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und vom Namen Jesus Christi verkündigte, ließen sich Männer und Frauen taufen. So das Evangelium nach der Kreuzigung Jesus Christus war immer noch das Evangelium vom Reich Gottes. Apostelgeschichte 28, Vers 30 bis 31. Da wir finden ganz am Ende des Geschichte vom Apostelgeschichte, wir finden, dass Paulus, es ist gesagt, was er dann macht für die nächsten paar Jahre. Und wir finden immer noch, dass es hat zu tun mit Gottes Reich. Paulus aber blieb 2 Jahre in einer eigenen Mietwohnung und nahm alle auf, die zu ihm kamen. Und er verkündigte das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus Christus mit aller Freimutigkeit und ungehindert. So, vom Johannes der Täufer bis zu das letzte Wort von Paulus. Wir finden, dass das Evangelium ändert sich nicht. Es ist immer das Evangelium vom Reich Gottes. Und so, wenn ihr jemanden hört, der sagt, dass Jesus hat den Reich verkündigt, aber dass die Leute haben das abgelehnt und so, er hat das dann zurückgenommen und dann er wird zurückkommen in der Zukunft und 1000 Jahre gereist und dann wird das Evangelium vom Reich Gottes in den Thronsaal wieder gepredigt werden und dass in der Zwischenzeit es gibt ein anderes Evangelium,
das ist falsch. Es gibt nur ein Evangelium und das ist das Evangelium von Reich Gottes. Römer 1, 16 bis 17, Paulus sagt, denn ich schäme mich das Evangelium von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Denn es wird darin geoffenbart die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und das ist das Evangelium, was Johannes der Täufer verkündigt hat. Es ist das Evangelium, was Jesus verkündigt hat und auch alle anderen Aposteln. Und es ist das Evangelium, das wir heute verkündigen. Denn es ist Gottes Kraft zur Errettung. Gibt es eine andere Evangelium? Paulus sagt nein. In Galater 1, 6 bis 8, da steht, mich wundert, dass ihr so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium, während es doch kein anderes gibt. Nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würden, als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Jetzt machen wir unseren Blick wieder auf den Bergpredigt. Denn das Bergpredigt hat nur ein Thema. Und dieses Thema ist Gottes Reich und seine Gerechtigkeit. Und also wie wir leben sollen in seinem Reich. Und der Frage, also wie sollen wir leben? Die Antwort dafür ist, wir sollen in Gerechtigkeit leben. Wir sollen denken an den Bergpredigt, dass es ist wie eine großartige musikalische Komposition, wie eine Symphonie. Wenn wir eine Symphonie hier hätten, wir werden verschiedene Instrumente haben und verschiedene Leute, die spielen können. Und wenn wir denken an das Ganze, wie es alles klingt, wenn wir haben alles zusammen und alles wird gespielt, das Ganze ist größer als nur eine Sammlung der Teile. Also es ist allein jeder Teil von dem Bergpredigt ist wichtig. Man kann etwas lernen. Aber wenn man keinen Blick hat auf das Ganze, dann man wird die erste Bedeutung von den Stellen verpassen. Denn das Ganze ist nur ein Bild. Und die anderen alle sind Teile. Und man braucht die alle zusammen zu sehen, damit man das verstehen kann. Wir müssen das Ganze verstehen, bevor wir die einzelnen Anweisungen verstehen können. Paulus sagt in Römer 14, Vers 17 bis 18, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und auch von den Menschen geschätzt. So, wenn wir gehen durch den Bergpredigt, wir werden ein bisschen sehen vom Essen und Trinken und solche Dinge, aber unser Blick sollte daran sein, dass es geht um Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Denn Gottes Reich ist nicht Essen und Trinken. Es ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Wir werden jetzt noch 2 Versen von den Bergpredigt lesen. Wir werden später, wenn wir zu dieser Stelle kommen, viel mehr sagen über das. Das erste ist Matthäus 5 und Vers 20. Und da steht, denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Also wir können
von diesem Vers, wir können ein Bild malen, wo wir sagen, dass es gibt verschiedene Grenzen. Okay? Es gibt die ganz niedrige Bereich und in dem ganz niedrigen Bereich, es gibt keine Gerechtigkeit, da ist nur Sünde. Und dann ganz oben, es gibt Gottes Gerechtigkeit und das ist eine sehr hohe Ziel, die wir versuchen zu erreichen sollen, aber wir schaffen das nicht. Aber das ist Gottes Geist ganz oben. Und in der Zwischenzeit, oder in dem Zwischenteil, da findet man die Gerechtigkeit der Schriftgelehrten und Pharisäer. Und Jesus sagt, er muss das übertreffen. Also er muss kommen zu Gottes Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit von den Schriftgelehrten und Pharisäern reicht nicht. Denn die sind nicht da, wo Gott ist. Die sind in dieser Zwischenteile zwischen Gott und dem ganz niedrigen Bereich, wo man findet nur Sünde. Und die Pharisäer und Schriftgelehrte, die meinen, dass die sind gut, weil die sind nicht ganz unten. Aber in Wirklichkeit ist es egal, ob man ist ganz unten oder halbwegs oder fast oben. Wenn man nicht ganz oben ist, dann wir verfehlen die Gerechtigkeit, die wir vor Gott haben sollen. Und so, oder die Herrlichkeit, die wir vor Gott haben sollen. Und wenn wir verfehlen, dann das heißt, wir schaffen das nicht. Und so Jesus sagt, wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. So, die Frage wäre dann natürlich, wer kann dann überhaupt in den Reich eingehen? Wenn die Pharisäer und Schriftgelehrte schaffen das nicht, wer kann dann reingehen? Matthäus 6, Vers 33, es steht, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Okay? Wir sollen trachten nach seiner Gerechtigkeit. Das ist weit übertreffend die Gerechtigkeit der Pharisäer und Sadduzäer. Wir sollen trachten nach seiner Gerechtigkeit. Das heißt, wir sollen so sein wie Jesus Christus. Und wenn wir gehen durch den Bergpredigt und wir finden die verschiedenen Anweisungen, die da drin stehen, das sagt uns, wie wir gerecht wie Jesus Christus sein können. Schaffen wir das? Nie, besonders nicht in unserer eigenen Kraft. Aber durch Jesus Christus, durch sein Tod, wir bekommen seine Gerechtigkeit. Es ist uns zugeschrieben und so können wir in den Reich kommen. Wenn der Zeit kommt, wenn Jesus zurückkommt und wir sind dann mit ihm, dann wir werden vollkommen sein, wie er vollkommen ist. Und wir werden gerecht sein, wie er gerecht ist. Und wir werden Gerechtigkeit tun, wie er Gerechtigkeit tut. Aber in der jetzigen Zeit, wir sind noch nicht so weit. Aber das bedeutet nicht, dass wir sollen nicht versuchen, so näher zu ihm zu kommen wie möglich. Und die Bergpredigt wird uns helfen, das zu tun. Oftmals, was wir finden, ist, dass wir als Menschen versuchen, so nahe zu den Grenzen der Sünde, ganz unten zu kommen, ohne in Sünde zu fallen. Und das ist falsch. Wir sollen nicht versuchen und sehen, wie nahe kann ich kommen zu der Welt, damit der Welt würden sehen, dass die könnten leicht über die Grenze kommen, damit sie können mit uns sein, sondern die sollen an uns schauen und sehen Gottes Gerechtigkeit. Und so wir sollen so nah wie möglich zu der Gerechtigkeit Gottes leben, damit anderen sehen kann durch uns. Und das ist, was wir lernen von den Bergpredigt. Und wir werden viel mehr sehen davon in der nächsten Zeit. Die Frage ist, was können wir aus dem Studium der Bergpredigt erkennen? Und es gibt viele Sachen, die wir erkennen können. Eins, Gott ist absolut heilig.
Seine Erwartungen sind unbedingt hoch. Das ist das Erste, was wir lernen können. Gott ist absolut heilig. Es gibt kein Zweifel bei ihm, es gibt keine Sünde bei ihm, es gibt keinen Schatten bei ihm. Er ist Licht und es gibt gar keine Finsternis. Er ist absolut heilig. Zweitens, der Mensch ist von Natur aus sündig und kann nicht hoffen, die hohen Vorschriften der Bergpredigt nachzuahmen, geschweige den zu erreichen. Also wir sind Menschen und von Natur, wir sind sündig und wir können das nicht schaffen. Dazu brauchen wir Hilfe. Und das ist das Dritte, was wir lernen können von diesem Studium. Und das ist der einzige Weg, wie Gottes hohe Erwartungen jemals in Menschen verwirklicht werden können, besteht darin, dass Gott ein Werk in menschlichen Herzen und im Leben tut, das einen Menschen in einen neuen Kreator verwandelt, die durch den Heiligen Geist Gottes befähigt wird. Paulus sagt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Wir haben den Heiligen Geist in uns, die befähigt uns, Gerechtigkeit zu üben. Und dann das Letzte, das Vierte, was wir lernen können, ist die Wahrheit, die in der Bergpredigt gelehrt werden, sind für jedes Mitglied des Reichs Gottes verbindlich und maßgeblich. Wir können nicht wählen, welche Prinzipien wir mögen. Es ist ein Komplettpaket. Es gibt Leute, die schauen durch den Bergpredigt und die suchen nach den goldenen Regeln, die sagen, das ist für mich sehr wichtig. Also tu gut an den anderen, weil wir möchten das anderen tun, gut an uns. Und die sagen, das nehme ich, das ist mein Vers und ich kann davon leben. Nee, man kann nicht eine einzelne Stelle von dem Bergpredigt sagen und sagen, ich werde versuchen, nach dieser zu leben, aber alle anderen, ich werde nicht versuchen. Das sollte man nicht versuchen zu tun. Wir können nicht wählen und sagen, ja, diese Prinzipien gefällt mir, diese andere nicht, denn ich schaffe das nicht. Es ist alles für uns. Und so, wir sollen versuchen, alles zu tun, denn es ist verbindlich für jeder Mitglied des Reichs Gottes. Und in Ewigkeit, wir werden genauso leben. Und so, wie Johannes sagt in Johannes 3, wir wissen noch nicht, wie wir sein werden, wenn er zurückkommt, aber wir wissen, wir werden sein wie er. Und er sagt, jeder, der diese Hoffnung in sich hat, reinigt sich auch wie er rein ist. Und so die Bergpredigt ist eine Hilfe für uns, damit wir wissen, wie Gottes Gerechtigkeit aussieht. Denn es gibt in den Bergpredigt keine graue Bereich zwischen Bösen und Guten. Es gibt nur schwarz-weiß. Es ist entweder gut oder es ist schlecht. Und so, wir sollen nicht versuchen, eine graue Bereich zu finden, wo es ist egal, was wir tun. Denn sowas findet man gar nicht in den Bergpredigt. Und wir sollen es auch nicht finden in unserem eigenen Leben. Lass uns jetzt wieder zu Vers 1 gehen. Es steht, als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg, und als er sich setzte, traten seine Jünger zu ihm. Die Frage könnte gefragt werden, warum hat Jesus dieses Predigt gegeben an diesem Tag? Und das Antwort ist in was wir gerade gelesen haben. Als er aber die Volksmenge sah, er hat diese ganze Menge von Leuten gesehen, die waren wie Schafe ohne eine Hirte. Und so, er geht dann auf den Berg, seine Jünger sind zu ihm gekommen und er hat dann angefangen, seine Jünger zu lehren. Nicht die Volksmenge, denn die Volksmenge war nicht bereit, dieses Predigt zu hören.
Er hat dieses Predigt an seine Jünger gegeben, die er aussenden werden in Zukunft als Hirten zu den Volksmengen. Es ist besonders gegeben für seine Jünger. Und es ist auch treffend für Leute, die heute sind schon in Gottes Reich. Alle Mitglieder Gottes Reich. Es ist für den. Und also für uns. So es steht in Vers 2, und er tat seinen Mund auf zu einer Rede, lehrte sie und sprach, glückselig sind die geistlichen Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Lass uns beten. Vater, ich danke dir für die Gelegenheit, die wir heute haben, in dein Wort zu lesen und zu reden über das, was hier steht in dieser Stelle. Und Vater, ich bete für jeden, der dieses Video anschaut, dass die werden verstehen, was gesagt wurde über dieses Text. Und dass wir werden alle verstehen, wie wir das anwenden können in unserem eigenen Leben. Ich bitte in Jesus' Namen.